Ja Leute, eigentlich wollte ich das ja hier zeigen in kontrollierter Umgebung, aber es sieht so aus, als würde ich diesmal eine kleine Rettungsaktion in Realtime machen müssen. Ist tatsächlich hier, bin ich in so einen Waldweg reingefahren und der ist extrem steil und ich habe hier eigentlich, hat mich genug Grip, hier den Berg hochzukommen. Ich habe jetzt schon Luft abgelassen und das hat leider nichts genützt. Ich will auch hier nicht das absolute Risiko gehen. Der Weg ist hier versperrt und ich werde jetzt versuchen, mich hier rauszuziehen. Also da haben wir einen Baum, aber ich werde mal gucken, da oben ist so ein Baumstumpf und werde mich versuchen, da oben rauszuziehen. Ja. Ja, das sieht jetzt hier tatsächlich nicht allzu steil aus, aber es ist tatsächlich wahnsinnig steil. Das kommt auf Kameras meistens nicht rüber. Ich habe eben keinen Grip am Hinterrad, weil der Boden noch feucht ist und auch im Boden feuchte Steine sind und ich eigentlich auch keinen Platz habe, da Anlauf zu nehmen, weil da Bäume im Weg liegen, sodass die Sache jetzt wirklich hier schwierig wird. Ja, das Rettungssystem, was ich hier benutze, besteht aus einigen Baumgurten, einem Ratschengurt und einem LKW, einer LKW-Automatikratsche, die ich mir gekauft habe, um das mal auszuprobieren. Die hat angeblich eine Zugkraft von 1000 Kilogramm und ich hoffe, dass die mich hier retten kann. Mein Gott, geht mich kaputt. Das ist schon ganz schöne Entfernung. Ich schätze mal so 15 bis 17 Meter oder so. Ich hoffe, der Baum hält, aber ich muss mich jetzt erstmal ein bisschen ausruhen. Boah, ich bin ganz schön kaputt. Bisschen was trinken und dann geht es da unten weiter. Ja, hier sieht man mal meinen Ratschengurt. Das ist halt eine LKW-Ratsche, die sich automatisch aufwickelt. Und ich dachte mir, ja, das ist ein großer Vorteil, weil die Hebelwege oder die Arbeitswege normaler Ratschengurte natürlich nicht ausreichen. Und die Besonderheit ist auch, dass dieser LKW-Gurt eine Arbeitslänge von 5 Metern hat. Oh, leider zu kurz. Das heißt, wir müssen erstmal hier an den anderen Baum gehen. Ja, mir fehlen ungefähr 5 Meter. Das heißt, wir müssen erstmal an den anderen Baum, um uns ein Stück hier hochzuziehen. So, ich bin jetzt an dem Baum. Der Baumstoff da hinten ist zu weit. Der Winkel ist zwar nicht so gut, aber gut. Wird schon gehen. Mal gucken. Ich muss ja nur ein paar Meter weiter kommen. Dann kann ich auf den anderen gehen. Okay. So, erstmal den Lenker sichern. Mit meinem jetzigen Setup habe ich ungefähr eine Reichweite, sage ich mal, von 15 Metern, 15, 17, 18 Metern. Die lässt sich natürlich noch erweitern. Ja, im echten Leben muss man sich natürlich jetzt erstmal hier die Ankerpunkte suchen. Und die sind natürlich nicht immer da, wo ihr sie braucht, sodass ich jetzt hier darauf angewiesen bin, einen Baum, der rechts von mir entfernt, also rechts schräg, diagonal ist, damit ich mir ein Stückchen nach vorne ziehen kann, um dann den nächsten verfügbaren Baumstumpf verwenden zu können. Ja, der Gurt und der Karabiner muss jetzt hier so festgemacht werden, dass ich auch im Zustand, wenn ich auf dem Motorrad sitze, den noch bedienen kann. Und ich mache den jetzt erstmal hier am Trägersystem fest.
Was man jetzt hier sieht, ist, die Ratsche rutscht jetzt einfach durch und das ist extrem ärgerlich. Also vom Prinzip her funktioniert das wirklich gut, aber sobald ich hier einige Bewegungen nach vorne mache, fängt die Ratsche an durchzurutschen. Was extremst ärgerlich ist. Man sieht hier, ja, das Motorrad bewegt sich schon einige Zentimeter, aber dann haben wir auch schon den Arbeitsweg der Ratsche erreicht. Man kann hier doch tatsächlich immer nur einige Zentimeter hochziehen und dann ist entweder der Arbeitsweg erschöpft oder, was aber auch noch schlimmer ist, dass die Verzahnung überspringt. Oh, verdammt. Was ist das denn für eine Scheiße hier? Verdammt. Und wie ist die Ratsche losgegangen? Keine Ahnung warum. Ja, wenn das passiert, muss man natürlich schauen, dass das Motorrad nicht so weit runterrutscht, weil dann arbeitet ihr euch hier so ein paar Zentimeter nach oben und das Motorrad rutscht dann wieder runter. Ja, verdammt. Ja, das heißt jetzt also, sich was einfallen lassen. Das Problem ist auch, das Motorrad gräbt sich sehr, sehr tief ein. Ne? Also durch die Startversuche, die ich am Anfang schon hatte, oder die Versuche hochzukommen, den Hang hochzukommen, hat sich mein Hinterrad natürlich auch schon einige Zentimeter in den Erdboden eingegraben. Und das bedeutet natürlich, dass man zusätzlich noch diese Erhöhung überwinden muss. Hier probiere ich es mal auf der rechten Seite, ne, dass ich hier den Winkel zum Baum etwas verändere und teste jetzt verschiedene Arbeitslängen der Ratsche aus, in der Hoffnung, dass sie nicht durchrutscht. Ja, man muss leider sagen, dass die automatische Aufwicklung jetzt auch nicht unbedingt einen Vorteil bietet. Allerdings muss man schon sagen, wenn die Ratsche jetzt nicht durchrutschen würde, dann funktioniert das eigentlich ganz gut unter den gegebenen Umständen. Ja, jetzt habe ich das Motorrad etwas hochgezogen, einige Zentimeter, und jetzt muss ich das hier irgendwie sichern, dass mir die Maschine nach hinten nicht wieder abhaut. Also entweder mit eingelegtem Gang und natürlich auch mit ausgeklappten Seitenständer. Für den Fall, dass die Ratsche durchrutscht, damit das Motorrad nicht wieder nach hinten abhaut. Ja, ultra ärgerlich, also weil die Ratsche mich immer nur so ein paar Zentimeter hochzieht, versuche ich jetzt mit laufendem Motor die Maschine so ein bisschen nach vorne zu bekommen, aber das Hinterrad dreht weiter durch und zunächst geht das Ganze hier, wie man sieht, noch schief. Aber aufgeben ist natürlich keine Option hier mitten im Wald. Es dauert auch nicht mehr so lange, bis die Sonne untergeht und ich habe jetzt nicht unbedingt Lust, hier im Wald zu übernachten, zumal meine Wasservorräte auch nicht gerade sehr üppig ausfallen. Ja, aber so ist es halt im Real Life, ne? Beim richtigen Abenteuer kann das eben passieren. Und das ist jetzt hier schon mal so ein richtiger Stresstest, wie man hier sieht.
Also es gibt keinen einfachen Weg, das könnt ihr mir glauben. Ja, ich hebel jetzt das Motorrad aus dem Graben raus. Das heißt, wo die sich hinten eingegraben hat, hebe ich jetzt das Hinterrad raus, dass sie sich zumindest frei drehen kann. Erstmal das Hinterrad rüberziehen und dann mache ich das gleiche mit dem Vorderrad. So ein bisschen raus aus dem eingegrabenen Teilstück. Und jetzt nochmal einen Startversuch. Wieder mit Motorkraft. Ich versuche es jetzt erstmal mit der sanften Methode. Das ist eigentlich bei der Himalayan immer das Beste. Einfach ganz locker losfahren, also ohne viel Gas, weil die sich eigentlich überall durchgräbt. Nur wenn das nicht funktioniert, dann muss man schon ein bisschen mehr Speed haben. Aber dadurch, dass das Hinterrad eingegraben ist oder sich sofort wieder eingräbt, funktioniert das nicht. Also mit Anlauf würde das definitiv funktionieren, aber ganz weit unten ist einfach die Losfahrsituation noch schwieriger. Also ich schaffe es einfach hier nicht genug Anlauf zu nehmen, weil je weiter man den Abhang nach unten kommt, umso steiler wird er. Und ich will jetzt hier auch nicht das absolute Risiko eingehen und dann von unten mit Vollgas den Hang hoch, weil sich hier zu verletzen ist keine gute Idee. Hier ist nämlich weit und breit kein Mensch. Ja, wobei natürlich meine Ratsche hier hilft, ist, dass das Motorrad zumindest nicht weiter runterrutschen kann. Also hier selbst meine Versuche, den Hang hochzukommen. Ja, ich komme jetzt hier erstmal nicht weiter, aber die Ratsche verhindert einfach, dass ich noch weiter den Hang runterrutsche. Was natürlich ohne das Seil passieren würde. Ne, das heißt, auch wenn ich jetzt die Vorderradbremse ziehe, würde das Motorrad nach hinten rutschen. Das Geräusch, was man jetzt hört, das ist das Hinterrad, was an den nassen Steinen durchrutscht. Aber so ein paar Zentimeter komme ich immer nach vorne. Na, hier sieht man es jetzt. Was ich jetzt mache, ich sammle ein paar Steine und packe sie unter das Hinterrad, beziehungsweise auch vor das Hinterrad, damit ich einfach so die ersten Zentimeter überbrücken kann. Ja, und das funktioniert tatsächlich, wie man sieht. Ich schaffe es hier zumindest aus dem Loch rauszukommen und das Motorrad so weit vorzufahren, bis das Seil mich natürlich jetzt hier einbremst. Ohne das Seil würde ich natürlich jetzt weiterfahren, weil die steile Stelle ist noch nicht vorbei. Alter, das ist eine Mühe. Das verdammte Ratsche funktioniert nur absolut eingeschränkt. Ich bin jetzt schon über eine Stunde hier. Alter, was für eine Scheiße. Mein Camelback ist leer. Oder beziehungsweise ich kriege nichts mehr raus. Boah, ich muss jetzt hier unbedingt weg. Bevor ich ein Problem kriege mit dem Trinkwasser. Verdammte Scheiße. Wenigstens bin ich jetzt schon ein paar Meter weitergekommen. Alter Schwede. Ich zeige euch mal, was ich gemacht habe, damit ich vom Fleck komme. Das ist aber ein scheiß steiler Berg, verdammt.
sieht man hier absolut nicht. Keine Traktion. Noch immer feuchter Boden. Hier, ich habe mir jetzt hier Steine in die Rille gelegt und so ein Stück Holz als Rampe hierher gebaut. So, ich packe jetzt das Ganze nach oben und hoffe, dass ich jetzt das schaffe, da loszufahren. Ja, ich befinde mich natürlich jetzt hier schon in einer wesentlich besseren Position. Und es sind jetzt nur noch wenige Meter bis zu so einem kleinen, ja, zu einer kleinen Kuppe. Und wenn ich es bis da hoch schaffe, sollte es kein Problem sein, auch dann weiterzufahren. Ja, ich habe jetzt auch wieder hier Steine ausgelegt, was man jetzt hier auf diesem Videoclip nicht sieht. Aber so quasi die Kombination aus Steinen unter dem Hinterrad und einigen Zentimetern, die ich mich mit der Ratsche nach oben ziehe, bringt mir jetzt am Ende hier durchaus den Erfolg. Boah, so, jetzt musste ich nochmal den Berg runterlaufen, meinen Helm holen. Hier sieht man nochmal, wo ich hier rumgewühlt habe. Ja, ihr fragt euch wahrscheinlich, warum ich nicht hier runtergefahren bin. Erstmal dürfte es verdammt schwierig sein, hier rüber zu kommen. Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass es komplett unmöglich ist, diese Bäume hier nicht irgendwie wegzuräumen. Aber das Problem ist, ich weiß, da hinten, da ganz unten im Tal, liegt ein ganz, ganz fetter Baum. Das habe ich vor ein paar Tagen mir angeschaut. Das heißt, die Zufahrt hier nach oben ist auf jeden Fall versperrt. Und ich glaube nicht, also ich bin mir sehr sicher, dass ich hier nicht durchkomme, da ganz unten. Ja, und eigentlich wollte ich natürlich diesen Weg hier nicht runterfahren. Aber irgendwie bin ich trotzdem nah runtergerollt und ja, so ist das halt. Selbstrettung. Junge, bin ich kaputt. Es geht dermaßen auf die Konditionen, das glaubt man gar nicht. Auf jeden Fall gutes Training. Boah, verdammt arg. Ich werde alt, verdammt.